Ich habe wirklich in verschiedenen Kulturen geforscht, von Australien, verschiedene afrikanische Kulturen und auch in Europa und auch in meiner deutschen Kultur hat die Schlange eine ganz zentrale Bedeutung. Also christlich geprägten Kulturkreis ist die Schlange ja negativ konnotiert, die Verführung und es eine weibliche Kraft ist. Es geht um Verbindung, um Versöhnung. Ja. Und im Voodoo ist die Schlange hat eine zentrale Bedeutung. Sie ist die ganze Zeit präsent in den verschiedensten Manifestationen, spirituellen Manifestationen. Da gibt es überall eine Schlangenqualität. Und diese Schlangenqualität besagt, dass sie immer in Bewegung ist. Es ist ein ständiges Ausgleichen, ein ständiges Balancieren von der einen Kraft zu der nächsten. Und das passiert immer in einem optimalen Verhältnis von Spannung und Anspannung, weil dadurch kommen die Schlangenbewegungen. Da geht es ja um den Ausgleich von den verschiedenen Polaritäten. Und wenn ich an Verführung denke, dann ist die andere Seite, die Polarität, Verzicht. Und das hat eine große Bedeutung in meinem Leben, dass ich ständig hin und her schwanke zwischen mich verführen lassen oder selbstbestimmt verzichten. Und dass der größte Genuss entsteht, wenn das gut ausgeglichen ist. Well, talking about the snake, I must thank you because you inspired me to dig deeper into our tradition and find out that actually snakes are important, and just like in African culture and probably everywhere in the world, the snake is the bridge between the up and down, left and right, female, male. You know what the word in Bulgarian is for a snake? No. Zmija. Zmija. Yes, zmija is the snake in Bulgarian, usually is female as a character. We have this triple personality of the snake. We have a dragon, a snake, but the snake is always female. And actually in our tradition, snake is most of the times connected to dualities. Because to me, the snake was never that much, a subject of conversation, because for nowadays, it is a remnant, dance-wise, only in one certain ritual. And it has to do, of course, with initiation phase for girls. Before they're ready to get married, they have to go through this initiation. This is actually something that still exists in the dances. People don't really see the context, but it is there, because traditionally our dances, of course, you see only the footwork, but the whole dance as one body has to move in space. And the space, while it's moving, it's like a snake. It has a head and a tail. Die Schlange bewegt sich in verschiedenen Tempos, im ganzen Körper. Sie kann beginnen im Becken und dann sich weiter bis zum Kopf gehen. Sie kann in die Schultern, in die Arme. Sie kann sich in allen Ebenen bewegen, vorwärts, rückwärts. Und sie kann auch ganz klein sein oder sie kann auch groß sein. Die Bewegung hat keinen Anfang und kein Ende. Anspannung und Loslassen. Dadurch entstehen die Wellenbewegungen. Sie geht durch die Schultern, sie geht durch den Kopf, sie geht durch die Wirbel, Schlange, Säule, in alle Richtungen. Es kann seitlich sein, vorwärts, rückwärts. Es geht ohne Ende, diese kreisenden Bewegungen, und das tut den Gelenken so gut.
Mhm.